Also das ist, glaube ich, die schönste Bucht, die ich auf der gesamten Reise bisher hatte. Und dann geht erstmal die Sucherei los und das abends um 8 mit ab 0 Uhr Mistral ist keine besonders gute Idee. Und hier ist, ich bin eingeschlafen, da war nichts und jetzt wache ich auf und hier ist 2 Meter Welle. Ja, wir können ablegen. Extra Motorcheck vor Abfahrt, alles okay? Ja, Kühlwasser läuft. Die Vibrationsdämpfer habe ich vorhin angeguckt, die sind noch an Ort und Stelle. Öl habe ich gecheckt, Wasser habe ich gecheckt, alles fein. Wir können losfahren. Fährst du jetzt gerne hier weg? Nee. Nee. Also das ist, glaube ich, die schönste Bucht, die ich auf der gesamten Reise bisher hatte. Und die eigentlich genau meine Kriterien erfüllt. So ein bisschen Infrastruktur, nicht zu viel, ein bisschen Fischerort, noch Natur, Ziegen kommen bis zum Strand, türkisfarbenes Wasser, nicht viel los, super Ankergrund, ruhig, total schön. Ja, die spritzt hier vorne auf die Kette drauf. Und guck mal, das alles wird abgespült von der Kette. Hier, das ist alles Sand hier. Siehst du? Das wird alles abgespült. So, endlich. Was heißt endlich? Wir sind gerade mal nicht mal 30 Minuten unterwegs. Wir haben alle 3 Segel gesetzt. Wir sind hier zwar noch in der Bucht und fahren auf den Kap zu. Also wir werden hier sicherlich Winddreher haben. Ich sehe es auch gerade so ein bisschen. Aber bisher läuft super. Und es ist schön, alle 3 Segel mal draußen zu haben. Und mal gute Fahrt zu machen. Ihr seht auch, wir laufen ruhig durchs Wasser und ein wunderschöner Segeltag. Wunderschön. Da vorne sieht man den Leuchtturm schon. Kap Formentor. Da waren wir schon mal. Ach, der ist das? Ja. Okay. Die äußerste Spitze Mallorcas. Und deine Herausforderung mit den Serpentinen? Mit dem Auto damals, ja. Allerdings. Das war schon nervenaufreibend. Ja, aber dafür ist es ja heute umso entspannter. Ja, heute fahren wir außen rum. So ist gut. Ja, also So kann man das machen. wir hätten zwar Wind, aber hier durch diese Felswände wird der ständig von Steuerbord auf Backbord umgelenkt. Also eine Stunde lang ging es gut, aber jetzt habe ich sie weggerollt, weil wir hatten, zweimal ist mir jetzt der Baum rübergekommen. Also zwar nie heftig, sondern einfach nur rübergekommen, aber man muss es ja nicht provozieren. Plan ist jetzt nach Poyenta zu fahren. Wir hatten heute Morgen noch mal überlegt, nach Menorca zu fahren. Das sind knappe 40 Meilen. Wir wären abends, so circa abends um 8 angekommen und das ist sehr knapp, um sich noch eine Bucht zu suchen. Also wir haben uns eine ausgesucht, aber du weißt ja nie, was dich wirklich da erwartet. Das hatten wir ja hier, als wir hier angekommen sind von Barcelona auch. Da hatten wir uns ja auch eine Bucht ausgesucht, Santa Ponsa, und dann war die voll und wir haben keinen Platz bekommen. Und dann geht erstmal die Sucherei los und das abends um 8 mit ab 0 Uhr
Mistral ist keine besonders gute Idee. Und deswegen haben wir uns dann doch entschieden, nach Port Poyensa zu fahren. Das ist eine sehr große Bucht, die müsste einigermaßen gut geschützt sein. Sie wird voll sein, aber sie ist groß. Also wir werden da bestimmt noch ein Plätzchen finden für uns und werden da abwettern und dann werden wir uns da wohl auf den Weg machen. Also das macht ja jetzt auch erstmal nichts. Wir haben jetzt 3 schöne Tage draußen gehabt in Buchten, aber das ist halt nicht die stille, einsame türkise Bucht, die wir uns eigentlich wünschen. Ja, die wir jetzt gerade die letzten 3 Tage hatten. Ach, war das schön. Das ist echt, ja, schade, aber nur wer wegfährt, kann was Neues entdecken, ne? Genau. Nee, wir könnten da ja auch nicht bleiben, weil die ist ja ungeschützt. Ja, die ist ungeschützt. Also da haben wir dann morgen 2 Meter Welle drin stehen oder mehr. Und das geht natürlich nicht. Nein. Gut. Aber schön hier, Kap Formentor. Wir sind jetzt gerade ums Kap Formentor rumgefahren, da war richtig Alarm, also Kreuzseen, Winde von allen möglichen Seiten, Motorradfahrer von vorne, Motorbootfahrer von vorne, Motorbootfahrer von hinten, also da war richtig Alarm. Und jetzt um die Ecke rum ist hier wieder nichts, ist alles ruhig, immer noch Bootfahrer unterwegs, aber ja, jetzt ist wieder entspannt. Wir waren gerade angekommen, der Anker war gesetzt und wir wollten anfangen, es uns gemütlich zu machen. Und dann passierte das, wovor wir lange Sorge hatten. Ein Anruf aus Deutschland mit der Mitteilung, wir sollten möglichst schnell zurückkommen. Da wir aufgrund des anstehenden Mistrals mit dem Wetter vertraut waren, gab es für uns im Prinzip nur eine einzige Entscheidung, jetzt sofort oder mindestens 3 bis 4 Tage nicht loskommen. Das war keine Option und so checkten wir noch einmal das Wetterfenster. Wir überlegten noch mal kurz die Möglichkeiten und wir packten sofort wieder alles zusammen. Wir ließen die Luft aus den Stand-Up-Paddleboards raus. Wir verzurrten das Dinghy, wir packten alles ein und keine 2 Stunden später waren wir auf dem Weg Richtung Barcelona.
wäre ich schon längst gestorben. Du hast bis jetzt geschlummert, ne? Ja, ich habe geschlafen. Als du die Genua eingerollt hast, bin ich aufgewacht. Das war zugeschlagen. Ich wach auf und hier ist. Ich bin eingeschlafen, da war nichts und jetzt wache ich auf und hier ist 2 Meter Welle und 30 Knoten Wind. Aber es ist gut. Das Boot ist dafür. Das fühlt sich echt gut an. Nur ein bisschen nass an der einen oder anderen Stelle gerade. Aber trotzdem kein Vergleich mit Arriva. Nein, nee. Das Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja. Also mit Arriva, wie gesagt, wäre ich schon längst. Also ich hatte das noch nicht mit dabei, oder? Du hast gesagt, hier steigt keine Welle ein ins Cockpit. Müssen wir zumachen. Nur Seitenteile holen. Ja, bei dem Wind. Gut, das nächste Mal müssen wir. Oh, da mache ich mal noch so. Oh ja. Gut. Dann schon reingespritzt. Nordatlantik, wir fahren zu den Lofoten. Sind die im Nordatlantik? 29 Knoten haben wir jetzt. Wir fahren gerade von Mallorca zurück. Wir sind gestern Abend sehr überstürzt aufgebrochen, nachdem wir uns erst in Pollença einen schönen Ankerplatz gesucht haben, geschützt, damit wir vor dem Mistral geschützt sind. Und dann haben wir eine Nachricht aus Deutschland bekommen, die erfordert hat, dass wir dringend losfahren nach Deutschland. Und deswegen haben wir nochmal den Wetterbericht angeguckt und festgestellt, wenn wir ganz schnell sind im Aufbrechen und auch im Fahren, dann schaffen wir es vielleicht, das Wenige von dem Mistral abzubekommen. Wir haben jetzt im Moment 27 bis 29 Knoten halb, also halber Wind. Und von der Genua steht vielleicht noch ein Drittel, vom Besan ungefähr die Hälfte. Und wir machen trotzdem so 6,2 Knoten Fahrt. Welle haben wir, also wir haben von Backbord haben wir eine alte Welle.
ungefähr 1 Meter und von Steuerbord kommt eine neue Welle. Und also die Windwelle von dem Mistral, von den Ausläufern des Mistrals. Und ja, also es wird langsam unruhiger. Wir haben aber keine andere Wahl. Also wir müssen jetzt durch, wir müssen nach Barcelona. Und wir haben jetzt noch 28 Meilen. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch bis ca. 9 Uhr, also das sind jetzt noch, muss ich mal gucken, ja, also ungefähr eine Stunde werden wir noch diesen Wind haben. Dann wird er wahrscheinlich abnehmen, beziehungsweise erstmal auf die Nase drehen und dann abdrehen. Also wir werden dann wahrscheinlich abfallen erstmal. Dann wird er aber einschlafen und wir werden dann wieder hochfahren können nach Barcelona. Das ist jedenfalls unser Plan und ja, deswegen gibt es auch vor der Vorbereitung, von der Abfahrt keine Aufzeichnungen und auch eigentlich von der Nacht so gut wie nichts. Wir haben jetzt noch ca. 20 Meilen bis zu unserem Zielhafen bei Barcelona. Wir haben noch kräftig Welle und backwards von uns ist ein Gewitter, was näher zieht, aber wahrscheinlich vor uns vorbeizieht. Wir nähern uns jetzt Land und ja, um Barcelona herum ist viel Schiffsverkehr. Ich muss jetzt ganz besonders Acht geben. Vor mir ist ein Frachter, da vorne liegt einer auf Rede und so ein bisschen könnt ihr sehen, was hinter mir los ist. Kräftig Welle, kräftig Gischt und wir können gerade soeben noch die Höhe laufen, die wir brauchen. Bin ich sehr froh drum. Und wir fahren auch noch 7 Knoten, nur mit Genua und Besan, weil wenn wir die Höhe nicht mehr laufen können, der Wind wird weiter drehen, bis wir ihn von der Nase haben. Und dann müssten wir gegen die Wellen unter Maschine andampfen. Da machen wir vielleicht noch 2, 2,5 Knoten Fahrt. Also bin ich froh um jedes Grad, was ich noch rauskneifen kann. Und ja, also wir werden jetzt ungefähr noch 2 bis 3 Stunden Fahrt haben, wenn alles gut läuft. Und bin dann auch froh, wenn wir im Hafen sind. Das war dann ein schneller Ritt insgesamt. Und ja, wir haben es nicht ganz geschafft, im Mistral davon zu fahren, aber wir haben ja auch nur die Ausläufer mitbekommen und das Schiff hat alles super mitgemacht. Ganz schön erledigt. Ich musste leider deutlich früher Segel bergen, als ich das wollte, weil ich die Höhe nicht mehr laufen konnte. Gleichzeitig ist der Wind auch ja, von der Stärke her deutlich zurückgegangen. Wir haben jetzt aktuell noch 8 Knoten, aber von vorne. Und ja, ihr seht, es steht noch eine ganz kräftige Welle. Ich bin froh, dass wir so schnell losgefahren sind, dass wir nur die vorderen Ausläufer von dem Mistral mitbekommen haben. Wir haben ja erst sehr spät die Welle und den Wind bekommen, also eigentlich jetzt nur die letzten 5-6 Stunden. Wenn wir später gefahren wären, hätten wir alles abbekommen, also die ganzen über 20 Stunden hätten wir dann so ein Wetter gehabt. Also insofern haben wir eigentlich Glück gehabt. Es war auch nicht gefährlich, wir hatten um die 30 Knoten Wind, es war teilweise ein bisschen eine Herausforderung, weil wir halben Wind hatten. Die Herausforderung war so ein bisschen gewesen, genug Fahrt im Schiff zu haben, also genug Segelkleid draußen zu haben.
Und durch die hohe Welle und durch den halben Wind gleichzeitig aber nicht zu viel draußen zu haben, sonst legt sich das in den Wellentälern immer so extrem auf die Seite. Und das war schon, ja, das hat eine Weile gedauert, bis wir da die richtige Segelstellung gefunden hatten. Es war relativ ruppig und unkomfortabel, aber nicht gefährlich, und bin dann froh, wenn wir im Vorhafen ankommen, dass wir dann ja, in Ruhe Leinen vorbereiten können, Fender hängen können und so weiter. Und ja, dann geht es darum, das Boot aufzuräumen, und ja, wird Zeit, dass ich in den Hafen komme. Bin jetzt echt müde. Ich habe heute Nacht gerade mal 2 Stunden geschlafen, verteilt auf 3 Mal, und ja. Auf der ganzen Tour habe ich einen einzigen Segler gesehen, und der war hier vorm Hafen draußen. Ansonsten waren wir außer Fährschiffen und Frachtern alleine auf dem Meer. Mit gutem Grund. Also wer nicht musste, ist da auch nicht rausgegangen.